Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind heute im Schwabenpark und bei der Saisonvorbereitung und holen euch ein bisschen ab, was es 2025 alles so Neues geben wird. Mahlzeit und herzlich willkommen im Schwabenpark. Wie Uschi damals vor 8 Jahren sagte, der Freizeitpark von Familie für Familie. Jetzt darfst du weitermachen. Ja, wir sind jetzt hier bei uns im Schwabenpark. Und wir stehen hier mit Marcel Bender vom Schwabenpark. Und es gibt viele Gründe, warum wir jetzt hier stehen. Aber einen Funfact hast du gerade schon angeteast. Du hast heute vor 8 Jahren hier angefangen. Heute vor 8 Jahren hatte ich tatsächlich meinen allerersten Arbeitstag hier im Schwabenpark. Ergo, auch du warst vor 8 Jahren, nicht heute, aber vor 8 Jahren, das allererste Mal bei uns im Park. Und seitdem unzählige Male und trotzdem ein immer wieder gern gesehener Gast bei uns im Haus. Ja, vielen Dank, dass wir mal hier sein dürfen. Natürlich Uschi auch, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, müssen wir ja mitnehmen. Ja. Und ich habe mir gedacht, wir hatten jetzt in den ganzen vergangenen News-Videos immer wieder Schwabenpark, kriegt das neu, das neu, das neu, das neu. Wir gehen einfach mal zusammen ein bisschen durch den Park und gucken uns an, was der so neu macht. Zur Feier von 8 Jahren MB Schwabenpark. Da will man nicht übertreiben, eher 53 Jahre Schwabenpark. Das ist auch stark. Zwar nicht weltweit bekannt in dem Sinne, gut, obwohl Wilde Hilde, der Song, glaube ich, hat uns zumindest was den Soundtrack ausmacht, schon relativ bekannt gemacht. Ansonsten sind wir eben, wie Uschi damals so schön sagte, eben der Freizeitpark von Familie für Familie, ändert sich auch nichts dran. Ja, ein Großprojekt, was für viel Furore gesorgt hat. 2019 haben wir ja hier Azura aufgemacht. Ich sage bewusst immer eine Indoor-Attraktion. Manche andere wollen es als Dark Ride oder Themenfahrt betiteln, wo ich sage, ist es nicht. Deswegen von unserer Seite aus eine Indoor-Attraktion. Jeder definiert es anders. Wie viel Dark Rides bist du schon gefahren und sagst, nein, das ist kein Dark Ride? Also jeder hat eine unterschiedliche Meinung dazu. Deswegen Indoor-Attraktion Azura und das Geheimnis des magischen Mühlbaches. Da haben wir uns jetzt entschieden, eben aus einer sogenannten Bootsfahrt eine barrierefreie Attraktion draus zu machen, so dass sie eben jeder nutzen kann. Riesenaufschrei, oh, da muss ich laufen und dieses und jenes. Solche Überlegungen kommen natürlich nicht von irgendwoher. Die Besucherbeobachtungen haben ergeben, du hast halt viele Gäste, Ältere, auch Kinder, die einfach Angst haben, in dieses Boot einzusteigen, die sagen, das ist so tief mit Ein- und Aussteigen und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich letztes Jahr mit Hans Dampf eine Attraktion eröffnet, die auch barrierefrei ist, extra mit Rampe. Die Sitze sind konzipiert, dass man die hochklappen kann, dass da auch Rollstuhlfahrer mitfahren können. Kommt mega an. Wir haben extrem viele Besucher von Einrichtungen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Wir haben durch ein ortsansässiges Busunternehmen mittlerweile, dass sogar ganze Altersheime zu uns kommen, eben einfach in Erinnerung schwelgen. Und auch die wollen sowas erleben, haben natürlich Angst, sich einfach ins Bötchen zu setzen mit ihrer Hüfte oder Knie. Und das hat natürlich dann ausschlaggebend gewesen, dass wir eben aus dieser Attraktion eine barrierefreie Geschichte machen. Muss man vielleicht dazu auch noch sagen, ihr habt zwar 2019 erst diese Attraktion eröffnet, aber das Ride-System ist ja aus einer ganz anderen Zeit, richtig, wo die Einstiegssituation noch anders gelöst wurde und wo es jetzt nicht selbstverständlich war, dass Boote von vornherein barrierefrei sind. Ja. Weil es gibt bei Neuanlagen gibt es Boote, die sind barrierefrei, die kann man dann benutzen, aber bei einer Bestandsanlage aus, ich glaube, war es die 70er? Kann ich dir jetzt gar nicht so. Also wir hatten ja letztendlich die Boote aus dem Holiday Park und die Förderbandtechnik und den Rest haben wir ja alles selber gebaut. Also die Halle stand ja schon. Die ganz Gäste, ich kenne es selber auch nicht mehr. Hier stand zum Beispiel, bevor die Kinderhalle stand hier damals sogar die große Achterbahn. Die Himalaya-Bahn stand eigentlich hier, ist irgendwann mal nach hinten umgezogen, wo die Märchenpfad dann war, weil ja dann hier eben die Kinderhalle war. Ich habe von Gästen gehört, hier soll es sogar mal eine Geisterbahn gegeben haben. Ich habe keine Bilder, gar nichts. Auch Chef kann mir nur Bruchteile davon sagen. Und irgendwann haben wir eben aus dieser offenen Kinderhalle eben die Indoor-Geschichte gemacht.
bietet sich gerade, mittlerweile musst du ja weiter planen, auch gerade einfach mal schlechtwettertechnisch. Oder wir hatten letztes Jahr unsere erste Wintersaison. Das hat natürlich was gebracht, wenn du dann eben auch gewisse Indoor-Attraktionen anbieten kannst, wo die Leute sich ein bisschen drin aufhalten können. Auf dem Weihnachtsmarkt bin ich im Normalfall auch nicht 8 Stunden. Es sei denn, ich vertrage einen Glühwein so gut, dass ich 8 Stunden durchhalte auf dem Weihnachtsmarkt. Und deswegen sind solche Geschichten mittlerweile doch sehr wichtig, auch für Freizeitunternehmen. Wollen wir einen kleinen Blick reinwerfen, was ihr gerade so macht? Es ist eigentlich relativ fertig, also was heißt relativ? Ja, lass uns einfach mal reingehen und dann drinnen weiter quatschen. So, jetzt stehen wir da, wo man in Zukunft langlaufen wird. Aber vielleicht ganz kurz für die Leute, die die Attraktion nicht kennen, was passiert hier? Azura ist letztendlich eine Indoor-Attraktion, kein Dark Ride, kein Themenfahrt. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Und ansonsten findet hier drin halt einfach eine Show statt. Wasser, wie du siehst, wenn es aufgefüllt ist, Licht, passende Musik, die haben wir ja damals von Imascore komponieren lassen dazu. Dann wurde eben eine Wasserfontänen-Show eben daraus konzipiert sozusagen. Mhm. Richtig. Früher bist du mit dem Boot lang gefahren, ungefähr 7 Minuten, je nachdem, wie stark das Boot besetzt war. Und ja, jetzt dieses Jahr geht's halt hier mit Kinderwagen, die Oma, oder nicht unbedingt die Oma, sondern wer darauf angewiesen ist, mit dem Rollator, anderweitige Gehhilfe. Du brauchst bloß ein Gipsbein haben, dann bist du froh, wenn du nicht draußen auf die Taschen aufpassen musst, sondern du kannst halt einfach mitgehen. Da draußen hast du natürlich nicht mehr die Kinderwagen stehen, was oft auch ein Sicherheitsaspekt ist, oder einer bleibt draußen, weil er Angst hat, es könnte sich jemand an den Wertsachen vergreifen und. Und du hast halt eben die Möglichkeit, das Ganze hier mitzunehmen. Ja, wie man sieht, war ja immer auch ein Thema, dass man ja von der Hallenkonstruktion zu viel sieht. Klar, letztendlich sie ist schwarz, aber wenn da drinnen Licht passiert, reflektiert natürlich zurück. Deswegen hat man eben da Wände hochgezogen, um diesen Blick ein bisschen zu minimieren. Da wird dann in Zukunft sicherlich, werden die Wände nicht so bleiben, da wird dann auch noch ein bisschen was passieren. Immer langsam, wie man weiß. Es dauert manchmal ein bisschen länger, bis etwas fertig ist bei uns, bei so vielen Baustellen. Ja, hier hinten an der Langhallenwand haben wir dann eben die Möglichkeit, ist geplant zumindest, dass man da so eine Art Sitzbänke hinmacht, dass man eben, wenn man möchte, sich auch einfach mal 5 Minuten hinsetzen kann und die Show im besten Fall so für sich genießen kann. Weiter geht's. Das war vorher noch nicht hier. Das war vorher noch nicht hier, richtig. Das ist ein neues Abenteuer, keine Attraktion, weil das Wort Attraktion verbinden ja viele immer mit Fahren. Deswegen ist das eines von 3 Abenteuern 2025. Unser Hofgaudi, wie man weiß, hat ja uns das Kettenkarussell verlassen, war Gebrauch gekauft, stand jetzt 35 Jahre im Park. Ist ja schon ein ordentliches Alter, ja, von wegen sieht nicht so toll aus, wird nicht gepflegt. Dann würde es nicht so lange hier stehen, erst recht nicht, wenn es gebraucht war und so weiter. Kann man natürlich auf eine gewisse Art und Weise nachempfinden, dass manche sagen, oh, schade und hast du nicht gesehen. Fakt ist aber, in den letzten Jahren ist gerade an der Attraktion war halt einfach nicht mehr so viel los. Ja? Also wir haben die oft auch in der Hochsaison im Wechselfahrbetrieb mit einer Attraktion gegenüber gehabt. Heißt, ist nicht mehr interessant genug, also muss man sich was einfallen lassen. Unabhängig davon, dass man natürlich eben auch Platz brauchen oder nicht mehr so viel Platz haben, muss man irgendwann natürlich Entscheidungen treffen, dass etwas Älteres verschwindet und dafür halt einfach was Neues kommt. Richtig. Firma Baschnagel ist hier zugange, hat 2018, 19 bei uns den Wasserspielplatz gebaut. Ja, was haben wir hier? Thema Bauernhof ist, glaube ich, selbsterklärend. Klettern, Rutschen. Das Coole ist, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Murmelbahnen mit dran, unter anderem an der Rutsche. Das heißt, du kannst mit deiner Murmel Wettrutschen machen. Wir haben hier hinten das Thema Hühner aufgegriffen, passt wieder zur Richtung Wilde Hilde, beziehungsweise wer die Geschichte kennt, weiß, dass wir als Hühnerstall damals hier alles, oder mitten im Hühnerstall damals alles angefangen hat.
ja, wird halt eben ein großes, spannendes Abenteuer. Und direkt gegenüber sieht man halt jetzt noch nicht, ist halt noch im Bau, ist noch nicht da. Haben wir eine richtig schöne Geschichte. Anders, klar, manche sagen, ja, Bauernhof könnte ja eher ein Traktor dazu passen. Traktorbahn haben wir, auch eine sehr beliebte Attraktion. Und ich glaube, wir sind mittlerweile bekannt dafür, dass wir, wenn man das so sagen will, nicht normal oder eben nicht diese normalen Attraktionen, sondern halt eben schon ein bisschen anders aufgestellt sind. Wilde Hilde, Azura, Hummel, Brummel und so weiter, Hans Dampf. Und deswegen kommt dann hier noch gegenüber ein richtig schöner großer Mähdrescher in Kooperation mit der Firma Klaas, die da sofort begeistert waren, als wir angefragt haben, wie sieht's aus, wollen wir was zusammen machen. Ist auch für Baschnagel selber eine tolle, spannende Herausforderung, weil da geht's natürlich eben auch viel um Lizenzierung, die richtigen Farbton finden, den Klaas hat, die Schriftzüge und so weiter und so fort. Und ist aktuell noch im Bau, soll voraussichtlich übernächste Woche aufgebaut werden. Und dann sind wir mal gespannt, wie das angenommen wird. Ich glaube, es wird schon ganz cool, weil du kannst in dieser Fahrerkabine drinnen sitzen, mit Lenkrad und Knöpfchen drücken. Und es ist halt einfach mal wieder etwas anderes, was man so nicht in einem Freizeitpark unbedingt vorfindet. Wird der von der Fläche her das alles einnehmen? Der ist schon relativ groß, aber es ist halt eben zusätzlich geplant, dass man noch Sitzmöglichkeiten hat, dass man eben mir als Elternteil uns dann halt daneben setzen können, zugucken können. Also der wird schon ordentlich. Der wird schon ordentlich von der Größe her, von der Fläche her. Und dann haben wir da jetzt auch nochmal mit Klaas zusammengesessen, das Ganze um ein bisschen interaktiver noch für die Wartenden, also für dich zu gestalten. Warten, ich gehe da rein. Ja, gerne. Okay, wenn ich einen Anruf kriege, da steckt jemand drin, der kommt nicht raus, dann kannst nur du sein. Nein, Spaß beiseite. Klar, man könnte halt jetzt eben so diese typischen langweiligen Infotafeln machen, aber mal Hand aufs Herz, ich stelle mich da nicht hin und lese mir 5 Kilometer Text durch. Muss nicht unbedingt sein, zumal ich auch immer ein Auge aufs Kind haben möchte und sollte. Und deswegen sind wir da gerade mit Klaas noch dran, eben einfach so ein bisschen Interaktives. Du warst letztens, glaube ich, im Zoo Hannover, wo du eben Klappe hoch, also vorne die Frage, Klappe hoch, drinne ist die Antwort. Sowas in der Richtung sind wir da gerade noch mit dran, dass da klar sich seine Produkte ein bisschen vorstellen kann. Hat man ja auch bei Stihl gesehen, da haben wir ja auch die verschiedenen Motorsägen, ein bisschen was Wissenswertes. Dann der Baum, der dir ein bisschen was zum Thema erzählt und so weiter. Dass es halt einfach nicht nur der Spielplatz an sich ist, sondern eben auch du, wenn du jetzt oder Uschi, wenn die auf dich wartet, bis du fertig bist, dann kann die sich natürlich dann da anderweitig ein bisschen belesen. Und beim nächsten Ride-Review Silvester Special gibt es natürlich wieder Fragen, die kann sie beantworten, aber du dann nicht. Richtig. Aber ich glaube, Fun Facts zu einem Mähdrescher sind ganz cool. Und ich finde Mähdrescher cool. Und da drin spielen noch cooler. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube dann. Ich sehe mich da. Sehr schön. Okay. Wenn soll die Ernte einholen, schlecht Wetter kommt. Oh ja. Da haben wir ja auch bei uns hier genügend in der Umgebung. Das ist ja das Schöne. Ja, ich habe keinen Mähdrescher, noch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber wir haben ja dann hier bald einen. Ja. Und wenn wir beide da wenn wir danach, wenn du mich mal telefonisch nicht erreichen solltest, dann kann ich sagen, du, ich bin gerade dabei, die Ernte einzuholen. Ich die kurz mal vom Mähdrescher. Richtig, genau. Okay. Ganz kurz noch von meiner Seite. Wir sind jetzt quasi in den Stallungen, dann auf dem Spielplatz. Und hier ist dann halt wirklich richtig cool das Zaungatter als Murmelbahn. Die Hühner ist quasi der Hühnerstall mit 3 verschiedenen Hühnern und verschiedenen Wegen, wo dann die Eier ja gefühlt als Murmel durchlaufen. Den Rutschenturm finde ich richtig stark, dass du von oben die Murmel reinwirfst. Das Rennen kann, glaube ich, nur die Murmel gewinnen, außer du springst vom Turm. Aber sehr geil, habe ich so auch noch nie gesehen, sind die Apfelbäume, wo dann die Murmel lang fährt. Ist halt jetzt gerade alles hier noch im Bau, wir sind noch vor Saisonbeginn. Das gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und verschiedene Ebenen, wo du drauf spielen kannst, durchklettern kannst. Und Spielplätze in Freizeitparks meiner Meinung nach immer wichtiger und spannender, interessanter. Und da sehe ich gerade aus der Regie das erste Bild vom Mähdrescher. Kam gerade rein, hat André mir gerade geschickt. Das ist ja geil. Wir sind jetzt noch ein bisschen durch den Park gelaufen und ihr habt noch was Neues, was jetzt erstmal nicht so neu aussieht bisher, aber das Indoor-Angebot nochmal erweitert oder updated eher. Richtig, genau. Also neu ist es in dem Sinne nicht. Also wir haben ja schon einen Lasertunnel seit einigen Jahren hier. War bisher eben im Thema Maya-Azteken gehalten. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, letztes Jahr im Juni 24 waren auch wir hier oben relativ stark vom Hochwasser betroffen.
beziehungsweise im Park selber stand jetzt so nicht unter Wasser, aber hier sind natürlich einmal die Massen quer durch den Park gerauscht. Ziemlich heftig teilweise, dass man sogar für eine gewisse Zeit einige Attraktionen geschlossen lassen mussten, um wieder. Am Anfang hat man Lasertunnel auch noch offen und dann irgendwann musste man halt feststellen, dass eben Lasertunnel und sogar auch die Schwarzlicht-Minigolfanlage durch die Hochwassergeschichte einiges abbekommen hat und haben mit Aufwind, die ja für Hans Dampf schon verantwortlich sind, dann eben jetzt den Lasertunnel neu machen lassen, aber eben nicht mehr zum Thema Maya Azteken, wie es bisher gewesen ist. Deswegen sieht es auch hier noch falsch aus, wird halt noch hergerichtet. Also Maya Azteken sieht noch falsch aus, wird halt eben entsprechend noch hergerichtet. Das Ganze ist halt eben auch ein Thema, was Aufwind vorgeschlagen hat, passend zum Thema Schwaben, Schwäbischer Wald eben die Sage der 7 Schwaben. Wir können ja gleich mal reingehen und du kannst dir mal selber ein Bild machen. Ist, glaube ich, ein ganz cooles Thema geworden. Komplett neue Technik, Wände, komplett alles neu. Also auch komplett wieder, also wir hatten den Rohbau sozusagen und den Rest, Geschichte, Technik, die Wände, die Gestaltung, die Musik und so weiter, wie man es mittlerweile kennt, sozusagen schlüsselfertig von Aufwind. Und sind wir ganz froh, dass wir dann unseren Lasertunnel, der auch eine sehr, sehr beliebte Attraktion ist, eben bei uns dann 2025 wieder zur Verfügung stellen können. Sehr schön. Okay. Oh, das war aber eine Nummer. Also man merkt, zum Saisonstart ist man noch nicht ganz so fit. Da wird es ein bisschen schwieriger, durch die Lichterstrahlen durchzukommen. Ich glaube, damit wir uns mehr bewegen und alle anderen auch, gibt es sogar noch eine neue Attraktion oder ein neues Abenteuererlebnis im Schwabenpark diese Saison. Tatsächlich, stimmt. Schön, dass Sie es ansprechen. Ne? Als ob ich gewusst hätte. Richtig, stimmt. Da war ja noch was. Genau. Und zwar haben wir ja einmal als neues Abenteuer Hofgaudi und dann den Glas-Mähdrescher. Und dann kommt dann dieses Jahr noch gegenüber vom Café Sam noch ein Spielplatz, Spielgerät, auch da barrierefrei. Der eine oder andere wird vielleicht die Augen verleihen und denken, ach, nicht das auch noch. Heißt Sonarbogen, ist Regenbogentanz wird das Ganze heißen, ist halt ein 4 Meter, also knapp 4 Meter hoher Bogen, eben Regenbogen dann in dem Sinne. Und unten hast du so Spielmatte. Und damit kannst du halt ganz viel machen, also Beweglichkeit, Geschicklichkeit. Ich glaube, man könnte sogar Mathematikaufgaben mit dem Teil lösen und ist halt eine ziemlich große Fläche. Ist auch da wieder was für die ganze Familie. Da kann eben auch Oma, Opa, Onkel, Tante oder eben auch der Rollstuhlfahrer eben diese Attraktion nutzen. Ist jetzt kein Quality Improvement, wie Manuel so schön immer sagen würde, dass man eben jetzt anfängt, alles barrierefrei zu bauen. Das hat sich einfach durch Zufall ergeben, dass ja auch die Attraktion, sozusagen, oder das Abenteuer, nicht die Attraktion, eben auch barrierefrei möglich ist. Das ist das Schöne an der Geschichte. Super. Du kannst dann in Ruhe im Café, oder Uschi sitzt dann in Ruhe im Café, genießt ihre Waffel. Falls du aus dem Mähdrescher rauskommst, kannst du ja dann da oben halt eben auch ein bisschen im Kreis laufen sozusagen. Genau, richtig. Cool. Wir wären nicht bei Ride Review, würden wir nicht auch noch einen Schritt weiter gehen und euch nicht nur zeigen, was sich im Park ändert, sondern einen kleinen Blick hinter die Kulissen wagen. Und da gibt es ja auch was Neues, was jetzt nicht als Gast direkt zu merken ist, aber doch am Ende euch zugutekommt. So, wir stehen jetzt wo? Richtig, wo stehen wir jetzt? Also wir haben am Park direkt hier Gebäude hochgezogen. Eigentlich sogar sind wir auf dem Dach der Gaststätte zum Teil. Und zwar haben wir einmal unten Mitarbeiterräume, wenn sie dann fertig sind, dann neue Verwaltungsräume und dann haben wir auf der anderen Seite jetzt hier eben Mitarbeiterunterkünfte, wie du siehst. Sicherlich jetzt nicht groß und nicht so wie zu Hause und so weiter. Also es gibt auch verschiedene, drüben habe ich gerade gesehen, gibt es auch eine Couch und so weiter, sodass man auch die Möglichkeit hat, eben so ein Zimmer, Wohnung möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, obwohl man hatte Bad, Toilette, Dusche, Küche hast, Sitzmöglichkeiten, Verstaumöglichkeiten, sodass man natürlich eben auch Möglichkeiten mittlerweile bieten kann, Personalunterkünfte zu geben. Braucht man einfach mittlerweile. Also küchenmäßig ist das hier besser als bei uns zu Hause. Ja, ich sag gerade, die sieht fast schöner aus wie bei mir daheim. Also die kann auf jeden Fall mehr als bei uns zu Hause. Aber ich habe aber eine Spülmaschine. Hier musst du von Hand abwaschen. Okay, das ist, ja, über unsere Spülmaschine rede ich jetzt. Ja. Warum? Zickt deine Spülmaschine? Ja, aber die ist nicht lebendig. Ah, okay, verstehe. Aber du musst den Sperrhahn immer zumachen, weil die sonst ausläuft. Verstehe. Ja. Ja gut, wenn man mal jemanden kennen würde, aber du so selten wie ihr zu Hause seid.
war das eine Zeit lang ein Problem, weil das wusste man erst nicht. Ah, verstehe. Und dann kamst du nach Hause und hast gedacht, hui, Wasserbett, nee, Wasserküche. Richtig. Azura. Habe ich 2 Teelichter reingestellt. Und konntest durchlaufen, richtig? Ja. Genau. Okay. Wir konnten bei uns zuerst laufen. Ihr konntet zuerst laufen. Okay. Ja, aber die Boote kommen jetzt zu uns. Richtig, genau. Und dann machen wir Phantom der Oper. Einmal bei Dennis und Uschi durch die Küche. Nee, aber sehr, sehr stark. Also ich glaube, das ist halt auch heutzutage wichtig, teilweise Unterkünfte zu schaffen, weil da, wo Freizeitparks sind, der Wohnraum halt nicht unbedingt immer gegeben ist. Das ist richtig. Kann ich ein eigenes Lied davon singen, als wir damals hergezogen sind, wie schwer es Stimmt. war, hier überhaupt was zu finden. Dann hatten wir was, dann hatten wir plötzlich nichts mehr, 14 Tage vor dem Umzug, weil da familiäre Vorfälle gaben und das Erbe neu aufgerollt wurde. Zack, plötzlich hatten wir keinen Wohnraum, keinen Mietvertrag und nichts mehr. Und ja, hat ja dann doch noch funktioniert, so ist es nicht. Aber es ist halt schwierig, eben hier in der Gegend was zu kriegen. Ja, wenn ihr jetzt hier arbeiten wollt, schick ist es. Und wenn ihr Spaß haben wollt, kommt da auch rum. Richtig. Und es passiert hier einiges und auch nächstes Jahr wird schon einiges wieder passieren. Was jetzt schon klar ist, das verraten wir euch aber noch nicht. Könnt ihr aber, wie ich das mitgekriegt habe, im Park schon Hinweise zu entdecken, Das jetzt ist in der richtig. Saison. Wer aufmerksam unterwegs ist, könnte durchaus den einen oder anderen Hinweis finden, richtig. Dann wünsche ich euch viel Erfolg in der Saison 2025. Schön, dass ihr wieder da wart. Immer wieder gerne. Gerne. Und ihr schaltet morgen um 18 Uhr auch wieder ein.